Mein Name ist Jule. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Dresden auf Diplom studiert und habe dort 2018 angefangen. Vielleicht, um zu erklären, was Wirtschaftsingenieurwesen der Studiengang eigentlich ist und was es beinhaltet. Das ist eben eine Mischung zwischen den Wirtschaftsfächern, heißt einem klassischen BWL- und VWL-Studium und eben den Ingenieurswissenschaften wie Elektrotechnik und Maschinenbau. Das ist sehr vielfältig, man kann verschiedene Vertiefungen wählen und eben nach seinen persönlichen Präferenzen den Studienablaufplan anpassen. Aber es ist eben ein guter Mix zwischen beiden Disziplinen und deswegen erhält man eben ein übergreifendes Wissen und somit hat man einen Gesamtüberblick. Das war definitiv ein ausschlaggebender Punkt. Ich wollte unbedingt eben diese Sachen kombiniert haben. Das heißt zum einen Wirtschaft und zum anderen die Ingenieurswissenschaften. Und zum damaligen Zeitpunkt wollte ich mich auch einfach nicht entscheiden zwischen beiden. Das heißt, ich habe eben diesen Studiengang gewählt und vor allem auch die TU Dresden, weil eben dort die vielfältige Möglichkeit an Auswahlfächern zur Verfügung standen. Und nach dem Studium bin ich dann eben jetzt zu einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewechselt im Bereich Digital Process Compliance und betreue da aktuell verschiedene IT-Prüfungen und auch Prüfungen von Migrationsprojekten von IT-Systemen. Aber wir haben dort auch definitiv Kollegen, die andere Themenbereiche bedienen, heißt zum Beispiel IT-Security oder andere Beratungsleistungen. Begeistert für das Feld hat mich primär, dass es eben sehr interdisziplinär ist, heißt sowohl die wirtschaftlichen Themen, sei es kaufmännische Themen oder auch die Finance-Abteilung, als auch eben die IT-Themen und manchmal natürlich auch technischere Themen, je nach Projekt, interessieren mich sehr. Und angefangen, wie wahrscheinlich jeder Student, im Sinne von Praktika und Werkstudententätigkeiten, noch nicht genau in dem Feld, wo ich jetzt arbeite, aber das hat mich einfach mit den Soft Skills und mit dem Arbeitsumfeld vertraut gemacht und somit hatte ich einen sehr einfachen Einstieg und konnte mich vielfältig entwickeln. Ich würde das beschreiben zum Thema der Lernbereitschaft zum einen. Das heißt, es ist super wichtig, dass man sich anpassen kann und flexibel ist, um neue Themen sich einzuarbeiten und dort auch eben wirklich Kenntnisse mitzunehmen. Und zum anderen sind auch die ganzen Soft Skills super wichtig, heißt das Thema Teamfähigkeit und das Thema Kommunikationsfähigkeit. Es ist extrem wichtig, auch zu wissen, wie man eine sinnvolle Kundenansprache gestaltet. Das heißt, einfach dieses ganze Zwischenmenschliche ist genauso wichtig wie die Hard Skills in diesem Moment. Und ich würde auch sagen, dass diese ganzen neuen Skills hinsichtlich zum Beispiel Technologie und KI immer relevanter werden und dass das auch der Fokus sein sollte. Am besten an meinem Job gefällt mir, dass es einfach ein vielfältiges Umfeld gibt. Heißt, wir machen sehr diverse Projekte mit verschiedenen Kunden und wir betreuen eben aktuelle Fragestellungen, sei es in Hinsicht von IT-Sicherheit oder KI oder eben anderen Problemstellungen des Kunden. Heißt, jedes Projekt ist individuell und man kann sich immer in neue Themenbereiche einarbeiten und das gefällt mir sehr gut. Das heißt, ich lerne eben bei jedem Projekt komplett neue Dinge und lerne mich auch selbst kennen. In meinem Umfeld würde ich es eher so beschreiben, dass ich das nicht als geschlechterspezifisch empfinde. Heißt, in vielen Tätigkeiten, die ich bisher hatte, war eher ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Heißt, in unserem Umfeld geht es eher darum, Zusammenarbeit, Kommunikationsfähigkeit und Lernbereitschaft mitzubringen. Das heißt, wir sind da schon einen großen Schritt vorangekommen und das empfinde ich als sehr positiv. Ich würde es so beschreiben, dass aktuell in der Branche und sonst auch in den MINT-Bereichen schon sehr viel getan wurde. Heißt, es gibt durchaus verschiedene Mentoring-Programme, spezielle Frauenstammtische oder andere Networking-Events. Trotzdem könnte man das natürlich alles noch ein bisschen mehr darauf abstimmen, besser die Entwicklungsmöglichkeiten hervorzuheben, besser eben die Herausforderungen und den Alltag von Frauen besser darzustellen und eben noch mehr dafür zu tun, dass diese die richtigen Entwicklungsmöglichkeiten erhalten. Definitiv hatte ich die. Das heißt, vor allem auch in der Werkstudententätigkeit habe ich das erste Mal gelernt, was Vorbilder sind und dass es sowohl auf arbeitstechnischer als auch auf persönlicher Ebene sein kann. Jetzt im Arbeitsumfeld habe ich natürlich auch diverse Vorbilder und auch viele starke Frauen, die mich da auf meinem Weg unterstützen und auch jederzeit eben ansprechbar für mich sind.
und natürlich auch im Studium. Das heißt, ich war mit wahnsinnig vielen tollen Frauen zusammen im Studium und heute bin ich mit sehr vielen von ihnen weiter befreundet und ich sehe, dass alle ihren unterschiedlichen Weg gehen und das finde ich sehr inspirierend. Ich würde ihr, glaube ich, raten, dass man auf jeden Fall ausprobieren muss. Heißt, wenn sie sich unsicher ist, sollte man vielleicht einfach Beratungsangebote wahrnehmen und vielleicht auch irgendwelche Networking-Events, um einfach festzustellen, hey, ich rede mal mit anderen Leuten, die in dem Bereich arbeiten und ob das wirklich was für einen ist. Und grundsätzlich natürlich auch einfach ausprobieren. Heißt im Sinne von, man kann sich auch umentscheiden, wenn es nichts für einen sein sollte. Aber man muss, glaube ich, von diesem Bild wegkommen, dass eben die MINT-Karrieren immer sehr technisch sind. Das ist nicht in jedem Fall so und jeder kann da auch seinen individuellen Weg finden. Heißt, es gibt definitiv auch Jobs, in denen man eben teilweise technisches Wissen braucht, aber eben auch sich durchaus Wissen weiterhin anlernen kann.